Also, stell dir das mal vor. Ein Mann steht im Laden. Vor ihm ein neues Handy. Ganz neu, ganz teuer. Und seine Augen leuchten. Warte, Lena, welcher Mann denn? Ein Freund von mir, er kauft dieses Handy. Er ist so glücklich, Jonas. Wirklich. Für 2 Tage. 2 Tage. Und dann? Und dann ist das Glück weg. Einfach weg. Das Handy liegt da. Und er denkt schon an das nächste. Und genau hier machen fast alle einen Fehler. Ich auch, früher. Was für ein Fehler. Wir denken, mehr Geld, mehr Glück, immer, automatisch. Kaufst du was Schönes, bist du glücklich. Punkt. Ja, so denke ich doch auch. Ist das falsch? Nicht ganz falsch, aber nicht so einfach. Das ist der Fehler. Warte. Das musst du gleich erklären. Aber sag den Leuten doch erstmal Hallo. Ja, unbedingt. Hallo und herzlich willkommen bei Deutsch entspannt. Schön, dass du da bist. Und die Geschichte mit dem Handy, die passt heute perfekt. Genau. Heute reden wir über Geld und Glück. Über die Wahrheit dahinter. Und die ist ein bisschen anders, als du denkst. Und keine Angst. Wir reden ruhig und langsam. Du lernst dabei auch neue deutsche Wörter. Ach, und ein kleiner Tipp für dich. Mach unten die Untertitel an. Das kleine CC am Video. Dann kannst du gleichzeitig lesen und hören. Das hilft beim Deutschlernen wirklich gut. Und wenn dir das gefällt, abonniere den Kanal. Dann verpasst du nichts. Nur ein Klick. So, zurück zu deinem Freund und dem Handy. Ja, mein armer Freund. 2 Tage Glück. Warum ist das so, Jonas? Erklär mir das. Der Mensch gewöhnt sich schnell. An alles. An das neue Handy. An das neue Auto. An die neue Wohnung. Stimmt. Am Anfang ist alles toll. Genau. Am Anfang ist es toll. Aber nach ein paar Wochen ist es einfach normal. Ganz normal. Und dann willst du wieder was Neues. Ja. Und wieder. Und wieder. Das hört nie auf. Krass. Also ein Kreis ohne Ende. So ungefähr, ja. Und dafür gibt es sogar ein schönes Wort. Die Gewöhnung. Der Mensch gewöhnt sich. An fast alles. Der Mensch gewöhnt sich. Ein gutes Wort. Das merke ich mir. Und jetzt kommt das Wichtige, Lena. Geld ist nicht schlecht. Bitte versteh mich nicht falsch. Ah, gut. Ich dachte schon. Nein, nein. Geld ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Aber vor allem am Anfang. Wie meinst du das am Anfang? Stell dir vor, du hast wenig Geld. Du machst dir Sorgen. Reicht es für die Miete? Für das Essen? Für den Strom? Oh ja, das kenne ich. Dieses Gefühl im Bauch. Nicht schön. Genau. Und wenn du dann mehr Geld hast,
gehen diese Sorgen weg. Das macht wirklich glücklicher. Sehr sogar. Also Geld hilft doch. Ja, aber ich glaube nur bis zu einem Punkt, bis die Grundsorgen weg sind. Miete, Essen, ein sicheres Leben. Und danach? Danach, glaube ich, wird der Sprung immer kleiner. Von wenig zu genug. Ein großer Sprung im Glück. Von genug zu viel. Nur ein kleiner Sprung. Ach so, das ist interessant. Das habe ich noch nie so gehört. Und ehrlich, das merkt fast jeder bei sich selbst. Geld gegen Sorgen. Super. Aber Geld für immer mehr Sachen. Das bringt am Ende erstaunlich wenig. Okay, warte, ich habe eine Frage. Immer. Was ist mit reichen Leuten? Die haben doch alles. Sind die dann superglücklich immer? Was denkst du? Ich weiß nicht. Man sieht sie im Internet. Große Autos, schöne Reisen. Sie sehen glücklich aus. Sie sehen glücklich aus. Das ist ein gutes Wort. Aussehen. Aussehen und sein. Das ist nicht das Gleiche. Da hast du recht. Ein Foto zeigt nur eine Sekunde. Genau. Ich kenne selbst ein paar Menschen mit viel Geld. Und weißt du was? Manche sind glücklich, manche gar nicht. Wirklich? Auch mit viel Geld nicht? Auch dann nicht. Geld nimmt dir Sorgen. Aber Geld macht dich nicht automatisch zu einem frohen Menschen. Das muss ich sacken lassen. Lass das ruhig mal sacken. Diesen Ausdruck mag ich richtig gern. Sacken lassen. Na ja, du denkst einfach in Ruhe darüber nach. Etwas sacken lassen. Notiert. Gutes Wort für heute. Und noch was, Lena. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Dingen kaufen und Zeit kaufen. Zeit kaufen? Wie soll das gehen? Zeit kann man doch nicht kaufen. Doch, ein bisschen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Ja, erzähl. Ich habe mal einen alten Tisch gekauft. Ziemlich teuer. Ich war stolz. Nach einem Monat war er mir egal. Der Tisch wieder. Wie das Handy. Genau wie das Handy. Aber dann, ein Jahr später, habe ich Geld für eine Reise mit Freunden ausgegeben. Und? Und an diese Reise denke ich heute noch. Wir lachen immer noch darüber. Der Tisch? Weg aus meinem Kopf. Ach, das ist schön. Also Erlebnisse bleiben. Und Sachen nicht. So ist es oft. Erlebnisse. Noch ein tolles Wort. Etwas, das du erlebst. Mit Menschen. Mit Gefühl. Erlebnisse, das gefällt mir, klingt warm. Und an Erlebnisse gewöhnst du dich nicht so schnell. Im Kopf werden sie mit der Zeit oft sogar schöner. Stopp mal kurz, Jonas. Da muss ich jetzt aber widersprechen. Bitte, mach das. Du sagst, Geld ist nicht so wichtig. Aber leicht reden, wenn man genug hat.
oder? Da hast du völlig recht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Danke. Ich fand das nämlich ein bisschen zu einfach. Nein, ich sage nicht. Geld ist egal. Auf keinen Fall. Wer sich Sorgen um die Miete macht, dem hilft kein schöner Spruch. Genau das meine ich. Ich sage nur, wenn das Wichtige da ist, dann bringt noch mehr Geld immer weniger. Das ist der ganze Punkt. Okay, das kann ich so annehmen. Danke. Und weißt du, was viele Menschen wirklich froh macht? Es ist oft nicht das Große, Sondern? das Kleine. Ein Kaffee am Morgen, ein Anruf von einem alten Freund, ein Spaziergang, wenn die Sonne scheint. Und das kostet fast nichts. Fast nichts. Und trotzdem bleibt es. Komisch, oder? Komisch und schön. Wow. Ich merke, ich habe das oft vergessen. Das vergessen wir alle. Immer wieder. Deshalb reden wir heute darüber. Und mir fällt gerade jemand ein. Meine Nachbarin. Soll ich? Unbedingt. Ich mag deine Geschichten. Meine Nachbarin hat nicht viel Geld. Wirklich nicht. Aber sie lacht den ganzen Tag. Jeden Tag. Und wie macht sie das? Ich glaube, sie freut sich einfach über kleine Dinge, über ihre Blumen, über einen Brief, über einen Nachmittag mit mir. Siehst du, das ist genau der Punkt. Sie hat wenig, aber sie merkt es. Sie merkt das Gute. Sie merkt das Gute. Yay. Und ich mit meinem Handy merke es oft nicht. Und da sind wir wieder am Anfang. Bei dem Mann im Laden. Bei deinem Freund. Weißt du, Lena, ich muss dir was erzählen. Etwas, das ich lange nicht verstanden habe. Erzähl. Als ich jung war, hatte ich einen Kollegen. Er hieß Markus. Und Markus hat im Lotto gewonnen. Oh, wie viel? Viel. Sehr viel. Ich sage keine genaue Zahl. Ich weiß sie auch nicht mehr. Aber genug, um nicht mehr zu arbeiten. Das ist doch der Traum. Der Traum von allen, oder? Das dachte ich auch. Wir alle dachten das. Wir haben ihn beneidet. Wirklich. Und? Was ist passiert? Am Anfang war alles toll. Neues Auto, große Wohnung, Reisen. Er hat uns Geschichten erzählt und wir haben gestaunt. Klingt gut soweit. Ja, soweit. Aber dann, nach einiger Zeit, habe ich ihn wieder getroffen. Im Supermarkt. Und er sah müde aus. Müde. Mit so viel Geld? Müde und traurig. Ich habe gefragt, Markus, wie geht es dir? Und er hat lange nichts gesagt. Puh, das macht mich schon nervös. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Jonas, ich weiß nicht mehr, wer meine echten Freunde sind. Oh nein. Plötzlich wollten alle etwas von ihm. Cousins, die er nie gesehen hat. Alte Bekannte. Jeder hatte ein Problem.
Jeder brauchte Geld. Das ist ehrlich gesagt schrecklich. Man ist reich, aber man kann niemandem mehr trauen. Genau. Und er hat gesagt, früher hatte ich wenig, aber ich wusste, wer mich mag. Jetzt habe ich alles und ich bin allein. Krass. Das ist wirklich krass, Jonas. Und weißt du, was das Verrückte ist? Er hat gesagt, er würde am liebsten alles zurückgeben, nur um wieder normal zu leben. Das glaube ich fast nicht. Alles zurückgeben? Ich weiß nicht, ob er es ernst meinte. Vielleicht war es nur ein Moment. Aber der Blick, den vergesse ich nicht. Und hier ist genau der Fehler, den viele machen. Ich mache ihn auch. Wir denken, mehr Geld gleich weniger Probleme. Aber oft ist es nur andere Probleme, neue Probleme. Andere Probleme. Ja, ein Mensch mit wenig Geld sorgt sich um die Miete. Ein Mensch mit viel Geld sorgt sich, wer ihn wirklich mag. Schön gesagt, Lena. Aber Moment, Jonas. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre Geld egal. Das wäre gelogen. Nein, das ist es nicht. Sag. Wenn du krank bist und die Miete nicht zahlen kannst, dann macht Geld dich sehr wohl glücklicher. Das ist so. Da müssen wir ehrlich sein. Absolut. Ich glaube auch, am Anfang hilft Geld wirklich. Wenn die Sorge um das Essen weg ist. Wenn die Sorge um ein warmes Zimmer weg ist. Ja, diese erste Sicherheit, die ist wichtig. Aber danach finde ich, wird die Linie flacher. Vom ersten warmen Zimmer zum zweiten Haus. Da passiert im Herzen fast nichts mehr. Das ist ein gutes Bild. Die Linie wird flach. Und trotzdem rennen wir weiter. Immer weiter. Mehr, mehr, mehr. Warum machen wir das? Warum, wenn wir es doch wissen? Ich glaube, wir vergleichen. Das ist das Problem. Wir schauen zum Nachbarn. Oh, der Nachbar. Ja, Der Nachbar hat ein neues Auto. Und plötzlich ist mein Auto, das gestern noch gut war, nicht mehr gut genug. das kenne ich. Und weißt du, was mich am meisten stört? Es hört nie auf. Es gibt immer jemanden mit mehr. Immer. Auch der reichste Mensch der Welt kennt jemanden, der etwas hat, das er nicht hat. Vielleicht Zeit, vielleicht Ruhe. Ha, das gefällt mir. Der reichste Mensch der Welt mit all dem Geld und guckt vielleicht neidisch auf den Mann im Park, der einfach in der Sonne sitzt. Genau den. Und da haben wir ein wichtiges Wort. Der Neid. Neid, das ist dieses Gefühl. Ich will haben, was der andere hat. Stark und oft auch ein bisschen traurig. Der Neid, ein Wort, das man leider oft braucht. Und das Gegenteil? Was ist das Gegenteil, Jonas? Ich glaube, das Gegenteil ist die Dankbarkeit.
Dankbar sein für das, was schon da ist. Dankbarkeit. Ja, merkt euch das Wort. Dankbar sein. Das ist fast ein kleines Training für den Kopf. Und da fällt mir noch eine Geschichte ein. Eine ganz andere. Eine schöne diesmal. Keine Sorge. Gott sei Dank. Nach Markus brauche ich das. Erzähl. Meine Großmutter. Sie hatte ihr ganzes Leben wenig. Nach dem Krieg, du weißt schon. Nichts war einfach damals. Deine Großmutter, ja. Erzähl von ihr. Sie hatte einen kleinen Garten. Und jedes Jahr im Sommer gab es die ersten Tomaten. Rote, warme Tomaten aus der Sonne. Ich rieche sie fast. Und sie hat sich jedes Jahr gefreut, als wäre es das erste Mal. Jedes Jahr diese Freude über eine Tomate. Ich habe es als Kind nicht verstanden. Und heute? Heute denke ich, sie war reicher als Markus mit seinem Lotto. Wirklich. Sie konnte sich über eine Tomate freuen. Über eine Tomate. Das berührt mich wirklich. Diese Fähigkeit, sich zu freuen. Vielleicht ist das der eigentliche Reichtum. Vielleicht ist das genau die Wahrheit, über die wir heute reden. Nicht das Geld auf dem Konto, sondern die Freude im Kopf. Aber Jonas, mal ganz ehrlich. Freude im Kopf, schön und gut. Aber die Miete bezahlt die Freude leider nicht. Oder? Das ist ein guter Punkt. Ein sehr guter Punkt sogar. Zu einem Menschen, der jeden Cent zählt, kann man schlecht sagen, freu dich doch über eine Tomate. Das wäre fast unfair. Da hast du recht. Und deshalb sage ich es nicht so. Ich sage nicht, Geld ist schlecht. Geld ist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, erklär das. Ein Hammer ist gut, wenn du ein Haus baust. Aber ein Hammer allein macht kein Zuhause. Das machen die Menschen darin. Ah, das Geld baut die Wände, aber die Wärme im Haus, die kommt von woanders. Genauso meine ich das. Geld ist ein Werkzeug, wie ein Hammer. Es hilft dir, klar, aber es ist nie das Ziel. Das Werkzeug. Gut, und trotzdem, Hand aufs Herz, Jonas, wenn dir jemand heute 1 Million geben würde, würdest du Nein sagen? Ha! Nein, natürlich nicht. Ich bin doch nicht verrückt. Siehst du, da haben wir es. Aber ich würde es anders machen als früher. Früher. Neue Sachen kaufen. Heute. Weniger arbeiten. Mehr Zeit für die Familie. Das meine ich mit Zeit kaufen. Zeit kaufen? Wie meinst du das? Zeit kann man doch nicht kaufen. Doch ein bisschen. Weniger arbeiten. Mehr bei den Kindern sein. Einen Nachmittag mit einem Freund, ohne auf die Uhr zu schauen. Ach so, nicht mehr Dinge, sondern mehr Zeit. Das ist ein schöner Unterschied. Und ich glaube, das ist eine kleine Lektion für uns alle. Wenn Geld kommt,
Frag nicht, was kann ich kaufen? Frag, was gibt mir mehr Zeit mit den Menschen, die ich mag? Das ist gut. Wirklich gut. Und weißt du was? Ich glaube, viele merken das erst spät. Viel zu spät. Wie meinst du das? Ich habe mal gehört, dass sich alte Menschen am Ende ihres Lebens nur selten wünschen: Ach, hätte ich doch mehr gearbeitet. Nein, das sagt niemand. Sie sagen, hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie gehabt, hätte ich doch öfter gelacht. Das sagen sie. Das ist wahr. Und es ist so leise, dieses Gefühl. Es schreit nicht. Deshalb hören wir oft nicht hin. Es schreit nicht. Genau. Das Handy schreit, die Werbung schreit, kauf dies, kauf das. Aber die Ruhe, die flüstert nur. Schön, Lena. Die Ruhe flüstert. Und wir müssen leiser werden, um sie zu hören. Und da wären wir fast bei einer richtigen kleinen Weisheit angekommen. Fast zu schön, oder? Fast! Aber ganz ehrlich, Lena, so einfach ist es eben nicht immer. Der Alltag ist oft richtig hart. Ja, sagt das mal jemandem, der 3 Jobs hat und trotzdem kaum genug hat. Für den ist das keine Weisheit, sondern der reine Stress. Deshalb reden wir hier auch nicht über richtig oder falsch. Wir reden über eine Frage. Eine Frage, die jeder für sich selbst beantwortet. Und die Frage ist, Wann ist genug, wirklich genug? Für dich, nicht für den Nachbarn. Für dich. wann ist genug genug? Puh, über die Frage muss ich heute Abend nachdenken, ehrlich. Und weißt du, was das Schöne ist? Es gibt keine falsche Antwort. Der eine braucht ein kleines Häuschen. Der andere ist mit einem warmen Kaffee am Morgen schon glücklich. Der warme Kaffee am Morgen. Ja, das kenne ich. So ein kleiner Moment. Und plötzlich ist alles gut. Genau das meine ich. Diese kleinen Momente kosten fast nichts. Aber sie sind oft mehr wert als das große Konto. Warte! Heißt das jetzt, Geld ist egal? Weil das glaube ich dir nämlich nicht, Jonas. Nein, überhaupt nicht. Geld ist wichtig. Ohne Geld ist das Leben hart, das haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Eben. Also nicht falsch verstehen, liebe Leute. Wir sagen nicht, arm sein ist schön. Das wäre Quatsch. Richtig. Geld gibt dir Ruhe. Es nimmt die Angst. Wenn die Miete da ist, schläfst du besser. So einfach ist das. Aber Aber ich glaube, ab einem Punkt bringt mehr Geld nicht mehr Glück. Das ist der ganze Trick. Das Geld füllt den Kühlschrank. Es füllt nicht das Herz. das Geld füllt den Kühlschrank, nicht das Herz. Oh, das schreibe ich mir auf, wirklich. Und weißt du, an wen ich gerade denke? An alle, die neu hier in Deutschland sind und gerade zuhören. Ihr fangt vielleicht klein an. Ein Zimmer,
Ein erster Job? Ein bisschen sparen. Und das fühlt sich manchmal wie zu wenig an. Ich weiß, man sieht der anderen mit ihren Autos und denkt, ich bin hinten dran. Aber du bist nicht hinten dran. Du baust gerade was auf. Und das ist keine kleine Sache. Das ist mutig. Ja, neu anfangen in einem fremden Land, neue Sprache, neue Regeln. Das ist echt hart. Das darf man auch mal sagen. Und trotzdem lachen. Trotzdem den warmen Kaffee am Morgen genießen. Das ist die Kunst, glaube ich. Die Kunst. Schön gesagt. Also, was nehmen wir heute mit? Fass es mal zusammen, du bist ja der Strukturierte. Okay. Geld ist wichtig. Es nimmt die Angst. Aber ab einem Punkt macht mehr davon nicht mehr froh. Und die kleinen Momente sind fast umsonst und oft das Beste. Und die Frage bleibt für jeden selbst. Wann ist genug wirklich genug? Für dich, nicht für den Nachbarn. Für dich, nicht für den Nachbarn. Puh, ich glaube, ich bin heute ein bisschen klüger nach Hause gegangen, Jonas. Ich auch, ehrlich. Und ein paar neue Wörter waren auch dabei. Das Konto, da liegt dein Geld. Sparen, Geld zur Seite legen. Und dieses schöne Wort, genug. Nehmt die mit in euren Tag, sagt sie laut. So bleiben sie im Kopf. Das ist der beste Trick zum Lernen. Das war schön heute. So ein ruhiges Gespräch. Danke, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Und wenn dir das gefallen hat, lass ein Abo da und schreib uns in die Kommentare, wann ist für dich genug genug. Bis zum nächsten Mal. Genau. Macht es gut da draußen. Passt auf euch auf. Und denkt dran, der warme Kaffee wartet schon. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.